Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute sprechen wir über das Sprechen. Dieses Thema beschäftigt viele Deutschlerner. Wie kannst du dein Sprechen auf Deutsch schnell und effektiv verbessern? Wie kannst du flüssiger und selbstbewusster auf Deutsch sprechen? Genau das werden wir heute herausfinden. Sprechen ist nicht nur für die Kommunikation mit anderen wichtig, sondern auch für das Verfestigen deines Wortschatzes und deiner Grammatik. Wenn du etwas aussprichst, prägst du es dir viel besser ein. Und das Beste, wenn du mehr sprichst, wirst du selbstbewusster und fehlerfreier. Denk mal daran, wie du deine R-Sprache gelernt hast. Du hast sie durch Sprechen immer weiter verbessert, ohne viel darüber nachzudenken. Genauso oder zumindest ähnlich funktioniert es mit Deutsch. Natürlich kann man das Sprechen mit einem Freund oder einer Freundin üben. Vielleicht wäre es sogar noch besser mit einem Lehrer oder einer Lehrerin. Aber was macht man, wenn man niemanden kennt, der Deutsch sprechen kann? Oder was, wenn diese Gespräche nicht genug sind und du noch mehr üben möchtest? Du kannst trotzdem ganz viel sprechen und deine Fähigkeiten durch Vorlesen, Nachsprechen und Reden ausbauen. Egal was du lernst, Vokabeln, Redemittel, Grammatik, solltest du es nicht nur anhören und lesen. Du solltest diese Wörter und Sätze auch selber sagen. Auch wenn jemand in deinem Roman etwas sagt, kannst du es auch laut sagen. Also vorlesen. Das kann schwierig sein, wenn du in der Bahn oder im Bus lernst, aber das ist halb so schlimm. Deutsch lernen ist viel wichtiger als komische Blicke. Ähnlich wie beim Vorlesen kann man auch jemandem nachsprechen. Das heißt, wenn jemand in deiner Serie oder bei einem Podcast etwas sagt, dann sagst du es auch. Du könntest beispielsweise nach jedem Satz dafür pausieren oder einfach nach interessanten oder schwierigen Sätzen und Wörtern. Das ist besonders gut, um einen Akzent zu verbessern oder die Satzmelodie des Deutschen besser kennenzulernen. Du kannst ein Wort oder einen Satz mehrmals anhören und jedes Mal versuchen, es genau gleich zu sagen. Okay, aber wie übt man das schnelle Denken, sodass man nicht nur Wörter und Sätze von anderen vorlesen oder nachsprechen kann? Du musst mit dir selber reden. Lieber, wenn du allein bist, aber das darfst du selber entscheiden. Während du kochst, kannst du zum Beispiel laut erklären, was du kochst und wie du das machst. Wenn du letzte Woche eine Lektion über Reisen hattest, kannst du auch darüber reden. Wohin du gerne reisen würdest, wie du dahin kommen würdest, was du mitnehmen würdest und so weiter. Die Ideen sind unbegrenzt. Das Wichtigste ist nur, dass es auf Deutsch ist. Wenn du ein Wort nicht kennst oder die Grammatik ein bisschen kompliziert wird, dann kannst du es gerne nachschauen, sodass du nichts Falsches lernst. Vielleicht noch besser wäre es, darum herumzusprechen. Wenn du das Wort Fahrrad zum Beispiel noch nicht kennst oder vergessen hast, könntest du sowas sagen. Ich muss zum Bahnhof fahren. Also nicht mit einem Auto, sondern mit so einem Ding mit 2 Rädern. Dann muss ich die Bahn nach Berlin nehmen. Da so würde man das auch im echten Leben machen und dann würde jemand wahrscheinlich sagen, ach, meinst du ein Fahrrad? Und so kannst du es schaffen, dich mit jemandem zu verständigen, ohne die Sprache wechseln zu müssen. Ohne, dass es irgendwie
unangenehm wird. Oder zumindest zu unangenehm. Und du wirst das Wort nie wieder vergessen. Eine super Methode, um deine Fortschritte zu sehen und gleichzeitig dein Sprechen zu verbessern, ist, dich selbst zu filmen. Du kannst zum Beispiel ein Video oder ein Sprachmemo machen, in dem du dich vorstellst oder über ein Thema sprichst, das dich interessiert. Warum ist das hilfreich? Weil du deine Aussprache, deine Körpersprache und deine Sprachfähigkeit selbst beobachten kannst. Es ist eine Art Selbstreflexion, die dir hilft zu erkennen, wo du dich verbessern kannst und vielleicht auch, wo du dich schon verbessert hast. Es gibt aber natürlich noch mehr Ideen, wie du dein Sprechen mit anderen üben kannst. Viele Sprachschulen und Deutschlehrer geben nicht nur A1 oder B2 Unterricht, sondern auch besondere Kurse, wo es darum geht, dein Sprechen und Hören zu üben und Gespräche zu führen. Ich biete Konversationskurse auch ab und zu an. Du kannst bei meiner Webseite vorbeischauen, um zu sehen, wann der nächste stattfindet. Der Kurs wird nicht in jedem Monat angeboten, sonst gibt es auch die Möglichkeit, Einzelunterricht zu machen. Wenn du dich mit mir treffen willst, um deine Ziele zu besprechen und darauf folgend zu verwirklichen, dann ist die private Akademie das Richtige für dich. Im Rahmen der privaten Akademie biete ich Einzelunterricht an. Dabei sind wir ganz flexibel, wenn es darum geht, wann und wie oft wir uns treffen, aber auch, worauf wir uns fokussieren. Mehr Infos dazu findet ihr auch unten. Vielleicht willst du darüber hinaus deine Sprechfähigkeiten weiter ausbauen. Dann solltest du mit einem Tandempartner üben. Ein Tandem ist eine Person, mit der du regelmäßig sprichst und dabei gegenseitig eine Fremdsprache übst. Du hilfst ihm oder ihr mit deiner Sprache und er oder sie hilft dir mit Deutsch. Das kann man online machen, aber oft gibt es Gruppen dafür vor Ort, zum Beispiel an Unis oder in Büchereien. Mein letzter Tipp ist super wichtig. Du musst nicht perfekt sprechen. Fehler sind normal und gehören zum Lernprozess dazu. Sei nicht zu streng mit dir selbst. Jeder Fehler ist eine Chance, etwas Neues zu lernen. Wenn du in einem Gespräch einen Fehler machst, versuch einfach, es nochmal zu sagen. Und sei stolz auf dich, dass du überhaupt gesprochen hast. Das waren also meine besten Tipps, wie du dein Sprechen auf Deutsch schnell verbessern kannst. Denk daran, Übung macht den Meister. Je mehr du sprichst, desto besser wirst du sprechen können. Und vor allem, mach dir keine Sorgen, wenn du Fehler machst. So lernst du am meisten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib ihm einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal, sodass du keine weiteren Tipps verpasst. Ich freue mich, wenn du in den Kommentaren erzählst, wie du dein Deutschsprechen übst. Und schaue dir dieses Video an, wenn du wissen willst, wie du dein Hören verbessern kannst. Also, bis dann. Ciao!